Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen Überblick über dreieckige Kugelhähne geben. 2. Hersteller CVX, Modell CR023. Dies ist das Antriebsmodell CR024. Die Stromversorgung beträgt 9 bis 24 Volt. 5. Als Beispiel habe ich zwei Größen genommen. 6. DN15 ist ein Ventil mit einem halben Zoll, ein halbes Zoll, Gewinde. 7. Hier gibt es drei Innengewinde mit einem Durchmesser von einer halben Zoll. 8. Dieses Ventil ist DN20, es hat ein 3/4 Zoll Gewinde. 9. Hier gibt es einen Eingang mit Außengewinde und zwei mit Innengewinde. 10. Darin unterscheiden sie sich, aber funktionell sind sie gleich, und ihre Antriebe sind ebenfalls gleich. 11. Der Anschluss ist dreidrahtig, das gelbe Kabel ist Minus, und die beiden Pluspole werden abwechselnd angeschlossen, um die Position zu wechseln. 12. Hier wird das Ventil nicht vollständig geschlossen, sondern ändert lediglich die Flussrichtung. 13. Jetzt werde ich genauer erklären, wie das funktioniert. 14. Die Stromversorgung beträgt 9 bis 24 Volt. 15. Hier werden von meinem Netzteil 12 Volt geliefert. 16. An das gelbe Kabel lege ich Minus an, und an eines der anderen Plus, und wir schalten das Netzteil ein. 17. Das Ventil hat sich eingeschaltet. 18. Es schaltet ziemlich schnell um, etwa 4 bis 5 Sekunden, um die Position vollständig zu wechseln. 19. Es ist zu beachten, dass das Ventil hier nur zwei Positionen hat. 20. Das heißt, es schließt einen Fluss vollständig und öffnet den anderen, und umgekehrt. 21. Das heißt, hier findet keine Mischung statt. 22. Es ist nicht möglich, die Ströme zu mischen, da es dreieckige Kugelhähne gibt, die Ströme mischen. 23. Sie nehmen zum Beispiel kaltes Wasser aus einem Rohr und heißes Wasser aus dem zweiten. 24. Und je nach Position der Kugel werden die beiden Ströme gemischt, und das Wasser wird heißer oder kälter. 25. Hier hingegen wird ein Strom vollständig geschlossen und der zweite geöffnet. 26. Das heißt, die Entschalter befinden sich in den Positionen, und es ist nicht möglich, die Ströme hier zu mischen. 27. Hier schalten wir um. 28. Das Ventil in eine Position. 29. Und hier haben wir eine Kugel mit einer Öffnung. 30. Der Fluss kommt von der Seite, wo wir das Außengewinde haben, und tritt auf dieser Seite aus. 31. Das heißt, ein durchgehender Durchgang ist gewährleistet. 32. Und jetzt schalten wir in die zweite Position. 33. An das blaue Kabel legen wir Plus an. 34. Und hier wird der Fluss unterbrochen. 35. Die Kugel hat sich seitlich gedreht. 36. Die Öffnung wurde geschlossen. 37. Und seitlich gibt es hier einen Schlitz. 38. Und so fließt der Strom nach unten. 39. Das heißt, wir ändern die Flussrichtung entweder geradeaus oder nach unten. 40. Wenn die Kugel quer steht, wird der Fluss hier durch den Schlitz nach unten geleitet. 41. Das heißt, wir können einen Fluss auf zwei Richtungen umschalten. Es kann auch umgekehrt verwendet werden, wenn wir zum Beispiel von dieser Seite zuführen. Dann werden wir zum Beispiel aus zwei Rohren in eines zuführen. Der Fluss wird umgeschaltet. Das heißt, aus zwei Flüssen wird einer gemacht, und wir schalten um. Entweder kommt die Zufuhr von unten oder von der Seite. Das heißt, wir können es in zwei Fällen verwenden, wenn wir einen Fluss auf zwei Richtungen umschalten müssen. Also entweder nach unten oder geradeaus. Oder es kann auch verwendet werden, wenn wir zwei Flüsse haben und wir sie zu einem umschalten müssen. Das heißt, es gibt zwei Wasserquellen. Und wir nutzen eine davon. Das heißt, wir speisen entweder von hier oder von hier ein und schalten dann die Zufuhr auf ein Rohr um. Es kann also in zwei Modi verwendet werden. Es gibt mehrere Modifikationen solcher Ventile. Links zu allen werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Sie können sie sich ansehen. Es gibt verschiedene Anschlussarten. Nach Spannung. Nach Anzahl der Drähte. Es gibt verschiedene Optionen, aber ich habe nur die eine Art auf Lager, die ich gezeigt habe. Wenn andere benötigt werden, sind deren Funktionen im Prinzip in der Beschreibung des Verkäufers dort beschrieben. Der Link wird in der Beschreibung sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.